Magic Three Connections. Hallo an alle da Hallo. draußen aus Ibiza. Hi. Aus Mallorca, hallihallo. Ja, und hier ist die Shanta aus Neuenhain bei Bad Soden und Frankfurt. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja. Und unser Thema heute ist tatsächlich ein Triggerthema. Da geht es um Tod, Sterben und Trauer. Ja. Das ist so ein Thema, was uns manchmal überwältigt, weil es so aus dem Nichts kommt. Wir können uns darauf nicht vorbereiten, weder auf unseren eigenen Tod noch auf den von Freunden oder Familie. Und von daher werden wir davon manchmal überrascht. Wir drei haben einen gemeinsamen Freund, den Peter Wurm, und der hat uns zusammengebracht. Wir lieben ihn sehr und der Peter ist auch schon tot. Und ohne den Peter würden wir heute nicht hier sitzen. Von daher, immer wenn wir zusammen sind, denken wir an ihn. Richtig, Ja. das ist auch eine große Verbindung als Magic Ja. Three Connections. Ja, schöne Grüße an Peter von Schöne Grüße. unserem Ja, Podcast. er war so ein besonderer Mensch. Also ich bin sehr dankbar, dass ich ihm begegnen durfte in diesem Leben. Ja, ja, du Ich hast musste, ja, bitte. ich musste gestern noch dran denken, wie ich den Peter getroffen habe, das erste Mal in meinem Leben. Es war so elektrisierend. Wir beide, das war wie so eine Anziehungskraft da und vom ersten Moment an waren wir Freunde dann damals. Ja, Peter hat auch sehr viel in unserem Dorf, Heimatdorf Hofheim, verändert als kreativer Friseur. Bevor wir aber in dieses sehr wichtige Thema einsteigen, wofür wir uns auch entschieden haben zu sprechen, weil wir sagen, dass wir haben da verschiedene Erlebnisse, aber vielleicht steckt da jeder andere auch in einer anderen Situation, ob es Sterben ist, ob es Trauer ist, ob es Tod ist. Würde ich euch aber gerne mal fragen, wie es euch denn so geht nach der ersten Folge, nach 2 Wochen. Also mir geht es fantastisch, also mir geht es sehr gut. Ich habe mich natürlich auch wahnsinnig gefreut, es mit euch zusammen zu machen. Und gleichzeitig ist in meinem Leben momentan sehr viel los. Ich habe verschiedene Projekte laufen momentan und gerade die letzten Tage haben wir uns entschieden, dass wir bis Sonntag vom Essen her und auf Null runtergehen Mhm. und in eine Fastenwoche überlaufen, praktisch nächste Woche dann. Es gibt dann nur noch Säfte und Fruchtsäfte, Gemüsesäfte die ganze Woche und da freue ich mich drauf. Ich brauche das jetzt. Also mein Körper sagt einfach nur ja. Er möchte in das Clean hineingehen. Ja, wie schön. Ja. Bei dir, Schalter? Bei mir geht es auch gut. Ich habe mich sehr gefreut, euch heute wiederzusehen. Und heute ist ja unser Podcast online gegangen und das ist so aufregend. Ja, also es ist einfach wundervoll und ich freue mich da echt drüber. Und ja, ich hatte sehr viele schöne Begegnungen und ich mag das auch mit dem Fasten übrigens, Bernd. Mache das Schön. auch immer wieder. Das ist einfach so ein gutes Gefühl. Und ich habe die letzten Tage Frühjahrsputz gemacht. Und ich glaube, ich habe alles geputzt, was es zu putzen gab. Und das fühlt sich so gut an. Das ist auch wie so ein Neuanfang irgendwie, wenn alles wieder schön ist. Toll. Ja. Ja, bei mir kann ich ganz ehrlich auch sagen, unser Podcast, unser Beginn, natürlich der erste Schritt, da wissen wir selbst, da müssen wir sehr viel uns noch absprechen machen, aber sehr aufregend. Ich freue mich total. Ich merke, wie schön aufgeregt ich einfach bin, wie ein kleines Kind. Und ja, das hat so die Tage begleitet. Natürlich scheint bei uns in Ibiza jetzt wieder die Sonne, ist auch immer ein Highlight. Und jetzt wieder mit euch zusammen zu sein. Auch wenn wir in ein Thema einsteigen, was wir uns zu dritt ausgesucht haben. Wir haben ja so viele Themen, aber wir haben gesagt, ja, das verbindet uns auch und das gehört zum Leben dazu. Der Tod, das Sterben, Absolut. aber auch die Trauer. Jeder geht damit anders um. Und wir würden gerne den Zuschauern ein paar, nicht alle, Geschichten erzählen, uns auch öffnen und auch eben, wie wir sind, authentisch sein. Da wollte, glaube ich, Bernd heute mit anfangen, ne? Ja, ich habe
Natürlich ist es so, dass das Hauptthema, das bei mir natürlich schon da ist natürlich mein Hund, der im November letzten Jahres in meinen Armen gestorben ist. Mhm. Dennoch möchte ich einfach das Thema so ein bisschen von der anderen Seite möchte ich da einsteigen, weil bei mir das eben schon in früher Kindheit und Jugend war, dass ich über Träume zum Beispiel Kontakt mit Verstorbenen hatte. Und es war damals mein Großvater. Ich war da in Jugoslawien im Urlaub und habe dann immer wieder nachts von dem geträumt und hatte mit dem im Real Life nie viel Kontakt. Habe dann Mhm. hinterher erst erfahren, dass er in dem Nachbardorf, in dem ich Urlaub machte, stationiert war im Krieg. Also, und das zieht sich durch mein ganzes Leben bis jetzt. Selbst mit dem Hund hatte ich jetzt dann auch über den Traum Kontakt mit den Verstorbenen. Und das hat mir natürlich persönlich wahnsinnig viel geholfen bei der Verarbeitung der Trauer, wenn ich einen Menschen oder ein Tier verloren habe. Die Kommunikation mit den Verstorbenen. Ja. Kommen die in deinen Träumen, weil du dir das gewünscht hast oder, kommen die einfach unerwartet? Weil ich träume auch sehr, sehr intensiv, seit ich Kind bin. Interessiert mich bei dir. Das war bei meinem Großvater damals unerwartet und dann wie meine Oma gestorben ist, die ich auch sehr geliebt habe, war es auch sehr unerwartet und da war es dann nicht im Traum, sondern da war es dann während der Beerdigung, ist es sozusagen erschienen in der rechten oder linken oberen Ecke der Kapelle, wo die Zeremonie stattgefunden hat und ist mir wirklich als 45, 50-jährige strahlende Person erschienen, die glücklich war, die ihr Leid hinter sich lassen durfte. Und das war dann auch so ein Cut in mir. Ich war bis zu dem Zeitpunkt absolut traurig. Ich war zerstört, ich war hilflos und saß da. Und wie ich sie gesehen habe, das ist so, wie wenn ich jetzt dich sehe, diese Zufriedenheit, dieses Glück, das ich da wahrnehmen durfte, war im Endeffekt wirklich meine Trauer in dem Moment weggeblasen, die war weg und ich war einfach nur dankbar, dass sie die Leidenszeit hinter sich hatte. Ja, ja. Und kommunizierst du also laut auch mit deiner Stimme manchmal mit deinen verstorbenen Seelen? Ähm, Nicht unbedingt. Weil du vorhin gemeint hast, ich habe mir das dann schon beim Hund zum Beispiel, wenn mein Hund vor mir gegangen ist, habe ich mir schon gewünscht, dass er auftaucht. Aber ich weiß aus Erfahrung, ich habe ja auch ein paar Bücher geschrieben über das Hellsehen und das Ganze. Ich weiß aus Erfahrung, dass wenn du das loslässt und es eben nicht willst, dass es dann eine größere Chance ist, dass es zu dir kommen kann. Mhm. Ja. Ja, super, super interessant. Also wir schneiden ja heute, wir haben nur 40 Minuten natürlich auch die Themen an. Ähm, Vielleicht können wir an dieser Stelle auch sagen, dass wir ja auch da sind als Life-Coaches, als Personen, die eben Menschen helfen, die darüber sprechen möchten, sind wir da. Ne? Ja, Ja, Shanta hat da auch natürlich Berührungspunkte im Leben, wie es eben zum Ja. Leben gehört. Und wie schaut es bei dir aus? Ja, der Tod hat mich seit frühen Jahren begleitet. Meine Oma und meine Mama haben Selbstmord begangen. Und ich war 10 und 11 Jahre alt und es war natürlich damals, ist für mich eine Welt zusammengebrochen und es hat mich natürlich auch auf einen sehr besonderen Weg gebracht. Also das war etwas, was ich einfach verarbeiten musste und was auch immer wieder hochgekommen ist. Ja, ich meine, wenn man 10, 11 Jahre alt ist, versteht man das einfach Ne. noch nicht. Und so zwei wirklich wichtige Menschen ähm, aus dem Leben verschwinden, das war schon wirklich eine traumatische Erfahrung. Und ich habe aber trotzdem 1000 Engel bei mir gehabt, weil es gab immer wundervolle Menschen, die mich in meinem Leben begleitet haben. Und gerade diese Woche, ich habe sehr viel Zeit bei einer Familie verbracht und die hatten ein wunderschönes Haus im Taunus. Da bin ich diese Woche vorbeigefahren in so einer großen Dankbarkeit, weil die mich einfach behandelt haben wie ihr Kind.
ich habe immer gesagt, das waren meine ersten Therapeuten, weil ich da die Möglichkeit hatte, auch zu weinen. Und ja, die waren einfach für mich da. Und es ist, die begleiten mich bis zum heutigen Tage, beziehungsweise ich auch sie. Und ich sage immer, es sind meine spirituellen Eltern. Schön. Und ohne die wäre mein Leben sicherlich ganz anders verlaufen. Und die haben mich auch irgendwie so auf diesen spirituellen Weg gebracht, ja, weil der Wolfgang hat mir von Osho vorgelesen, als ich glaube, ich war 14 oder so. Und dann habe ich angefangen, solche Bücher zu lesen und mich interessiert für Spiritualität. Und das hat mir wirklich unheimlich geholfen. Und ja, das hat mich, wie gesagt, auf meinen Lebensweg gebracht und die Zeit heilt alle Wunden. Ja, das stimmt. Ja, also Mhm. irgendwann ist es dann, also natürlich kann man an allem Schlechten und an allem Guten festhalten. Also es geht auch darum, dass man es dann auch irgendwann loslässt, weil die Kunst ist es ja dann auch einfach weiterzuleben. Keiner der beiden hätte gewollt, dass ich mein Leben nicht lebe, aber natürlich hat es mich beeinflusst. Ja, ich habe 2020 meinen Papa dann auch, also es gab noch andere Menschen, ich will da jetzt nur nicht alle Stories auspacken. Und 2020 ist dann auch mein Papa gestorben. Und den haben wir dann in der letzten Woche, ich hatte nicht so einen ganz engen, also auch durch diese ganze Geschichte, nicht so einen ganz engen Kontakt mit meinem Papa. Aber die letzte Woche, das war ja so Anfang von Corona, wir hatten alle Zeit und wir haben diese ganze Woche alle zusammen verbracht. Also meine Schwester, meine Stiefmutter, mein Stiefbruder war ab und zu da. Und es war ein solches Geschenk, Mhm. weil ich den Tod einfach nochmal anders sehen konnte. Mein Papa, das war auch so ein Mensch, der im Hier und Jetzt gelebt hat. Wenn er eine Sache, wenn er gegessen hat, hat er gegessen. Und wenn er andere Dinge gemacht hat, der hat immer eine Sache gemacht. Und ich liebe ihn wirklich dafür. Wenn der im Garten war, das war sein Ein und Alles. Und der hat seinen Garten geliebt. Und da hatten wir einfach so viel Kontakt miteinander. Und es war wirklich ein ganz großes Geschenk für uns alle. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und natürlich ist es auch traurig, aber es hat so was, also ich hatte da schon so ganz gut Übung, würde ich mal sagen, ne? Mit dem Tod und dem Loslassen. Und das hat so eine besondere Magie auch, wenn man mit Sterbenden ist. Also ich habe das, vorher ist ein Freund von uns gestorben, da war ich mit im Krankenhaus und ich kann es gar nicht beschreiben, aber wenn man beim Sterbeprozess dabei ist, das ist wirklich was ganz Besonderes. Also da geht eine Tür auf. Und ja, und wir können uns dem nicht entziehen. Nein, Es Ja, betrifft uns alle. Ja, also das genau. ist wirklich was, es hat nichts mit Geld, es hat nichts mit Ansehen zu tun. Kommt in jedem Leben vor. Also jeder Mensch wird irgendwann einen Menschen verlieren. Und die Frage ist einfach, wie gehen wir damit um? Genau. ja. Und oftmals ist das ja immer noch ein Tabuthema. Viele mögen gar nicht drüber sprechen, weil sie eben nicht sich vorbereiten können, wie sie darauf eingehen, weil der Tod, das Sterben hat ja viele Gesichter, ne? Plötzlicher Tod, ein langer Weg des Sterbens, Mhm. Krankenpflege oder Sterbepflege. Also, und da kommt es drauf an, wen man natürlich auch verliert. Ich habe aber schon als Jugendliche gemerkt, dass es immer ein Tabuthema ist, leider, dass Menschen Ja, gar nicht drüber sprechen möchten. Erst dann, wenn es soweit ist, und dann geht jeder auch damit anders um. Auch das schwarze Loch, wo man hineinfallen kann, das Trauerloch. Ähm, Ich finde, wie wir zu Anfang gesagt haben, es gehört zum Leben dazu, und wie man im Leben über schöne Dinge spricht, sollte man auch darüber sprechen. Deswegen finde ich das wirklich toll, dass wir 3, die wir so verbunden sind, darüber sprechen und uns auch wirklich mitteilen, ja? Hm. ja, ja. Ja, Ich gucke Ich also finde zwischendurch auch, immer mal auf die Zeit, Entschuldigung. ja, hm, natürlich. Ja, gut, ja. ja. Du bist unser Time Ja, Manager. ja. Ja, ich habe auch wirklich für mich
Ich habe einen ganzen Tag darüber nachgedacht, habe euch keine Nachrichten geschickt, weil ich musste mit mir sozusagen, ich musste das in mir reifen lassen, ob ich darüber reden kann. Ja, ich meine, das ist ja, wir sind hier in der Öffentlichkeit. Ich habe keine Ahnung, wer sich das anguckt. Und das ist für mich schon auch nicht so einfach, darüber zu reden, aber das kommt ja auch immer darauf an, was man auspackt Ja. davon. Ja, und ich möchte wirklich jeden ermutigen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es gibt und auch darüber zu entscheiden, ja, möchte man lebensverlängernde Maßnahmen und solche Geschichten, ja, oder auch wenn ein geliebter Mensch verstirbt, dass man nochmal die Gelegenheit nutzt, wenn es die Möglichkeit gibt, ein paar letzte Worte auszutauschen. Und auch Ja. wenn dieser Mensch im Koma ist oder so, das habe ich wirklich erfahren. Man kann immer in Kontakt sein mit dieser Person, weil die sind ja nicht weg. Ja. Ja. Mhm. Mein geliebter spiritueller Lehrer Veresh ist vor 8 Jahren ungefähr gestorben. Und ich war in dieser Zeit in der Human University und das war so ein offenes Geheimnis, sage ich mal. Nur der engste Kreis um ihn herum wusste, dass er wirklich, dass seine letzten Tage da sind, ja. Und es war der Tag, ich habe die ganze Nacht geweint und am nächsten Morgen sind wir alle zusammengekommen. Wir hatten ein General Meeting und ich war total, ja, wie gesagt, ich habe nicht geschlafen, ich habe geweint und ich wusste nicht warum. Und ich bin dann in diesen Raum gekommen als allerletzte und ich habe alle die Familie sozusagen gesehen und ich wusste, er ist gegangen. Mhm. Und dann ist aber was für mich passiert. Ich hatte das Gefühl, der ist in uns allen. Ja, also der hat sozusagen seinen Samen in uns alle gelegt, weil wir ja von ihm gelernt haben. Und ich bin dann durch das Haus gelaufen und habe Gläser eingesammelt und weil ich plötzlich mit seinen Augen mehr gesehen habe. Ja, also ich glaube, die Verbindung, die reißt nicht ab. Nee. Ja, also die gehen einfach nur wie durch einen Vorhang. Aber wir können trotzdem noch mit denen kommunizieren. So, und jetzt machen wir Pause. Werbung. Bis gleich. Bis gleich. Gleich. Wir haben uns alle Gedanken gemacht, was packen wir aus? Das hast du so schön eben gesagt. Ich weiß es immer noch nicht, was ich genau auspacke. Ich glaube, eine Geschichte, die meines Vaters, denn ehrlicherweise, um das vielleicht nur kurz anzureißen, habe ich sehr viel mit Tod, Sterben und Trauer in meinem ganzen Leben schon Kontakt gehabt. Ich glaube auch dadurch, dass ich nicht die Berührungsängste hatte. Ich habe Freunde verloren oder Familienmitglieder meiner engsten Freunde durch Autounfälle, durch andere Unfälle, also plötzlicher Tod in der Jugend, Selbstmord. Es sind sehr viele Menschen in meinem Leben wirklich verstorben, sind gegangen. Ähm, und für mich war das immer ganz klar, ich bin da für die Person, die ganz nah plötzlich zurückgeblieben war. Und ich durfte auch, eine Trauerfeier gestalten auf Wunsch. Ich durfte eine Trauerrede halten. Das sind alles Dinge, die sehr, sehr extrem, als Kloß im Hals sind, die extrem, aber das macht was mit einem. Und ich habe auch Verbindungen durch Träume, durch das Spüren, durch plötzliches Auftauchen von aus dem Nichts als Botschaften. Also ich habe sehr viel Kontakt mit fast allen, die verstorben sind. Gerne immer bei Sternenhimmel. Auf Ibiza liebe ich das. Fühle ich mich sehr verbunden.
und habe mir gedacht, ich packe eine Geschichte aus. Und das ist die Sterbebegleitung meines Vaters, jetzt 8 Jahre her. Und ein Jahr durfte ich meinen Vater mit meiner Mutter zu Hause begleiten. Und das hatte natürlich seine Phasen. Also mein Vater hatte Krebs und das ging dann immer den Berg runter. Ihr kennt meinen Vater, einige aus Hofheim auch noch, ein sehr lustiger Mensch, der bestimmte Dinge bis zum Schluss auch beibehalten hat. Und diese Zeit als Vater-Tochter war für mich eine der wichtigsten Zeiten, weil wir waren sehr eng zusammen. Also ich lag immer bei ihm im Bett. Er hat mir viele Geschichten erzählt. Wir sind noch enger zusammengekommen, als wir überhaupt in unserem Leben sowieso schon waren. Und er hat mir die Leichtigkeit gegeben, weil er auch einen schwarzen Humor hatte, aber auch sehr realistisch immer war. Es war klar, wir haben über seinen Tod auch gesprochen, der dann sagte, naja, es dauert nicht mehr lang, dann bin ich weg. Jetzt komm mal her, hör dir noch mal die Geschichte an, denk an dies, mach dies. Ich konnte ihm Fragen stellen. Also wir hatten in dieser Zeit, egal wie er gesundheitlich auch drauf war, sein Geist, der war immer aktiv. Er hat immer noch Leute zum Lachen gebracht, die ihn besucht haben. Er hat Menschen motiviert, die dann aus dem Zimmer rausgegangen sind. Wir haben ihm ein schönes Besucherzimmer eingerichtet. Also wir haben ihm das alles schön gemacht. Er hat immer die Natur geliebt. Er hatte immer Vogelgezwitscher. Er hatte immer schöne Düfte. Also wir haben ihm diese Reise durch diese ganzen Phasen des Schlechtseins so gut gestaltet, weil er aber auch mitgemacht hat. Er hat nicht aufgegeben. Ähm, Ich denke, ihr habt das vielleicht auch schon gesehen, dass Menschen, wenn sie eine Krankheit haben, sich fragen: „Warum ich? Warum habe ich das? Ich war doch ein guter Mensch, wieso?“ Mein Vater hat es nie in Frage gestellt. Er hat die Situation gehabt, er ist damit umgegangen und hat seine Authentizität nie aufgegeben. Körperlich war er nicht mehr da. Er wollte immer im Bett noch gut angezogen sein, soweit es ging. Wenn Besuch kam, schön gewaschen, es musste, ne, das musste alles sein. Und dann habe ich sehr viel reflektiert, warum ich so bin, wie ich bin. Sehr vieles. Wir sind uns sehr nah. Habe ich gesagt: „Was eine schöne Reise.“ Und es gab natürlich Situationen, ich habe ihn auch insofern gepflegt, dass ich ihn spritzen durfte. Wir haben natürlich auch unschöne Dinge gemacht, Betten wechseln, das auch, aber alles andere wechseln, das ist alles, was man sich vorher wirklich nicht vorstellen konnte. Ähm, Viele haben gesagt, ich könnte das nicht. Und ich habe gesagt, ich habe gedacht, ich mach's. Genauso wie Situationen im Leben kommen, ich mach's. Ich konnte es, Gott sei Dank. Ich kann aber verstehen, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich kann das nicht. Deswegen bin ich auch sehr dankbar jeden Tag, dass ich das konnte, die Kraft auch hatte. Es war nicht einfach. Meine Mutter und ich haben nicht viel geschlafen, wir haben uns abgewechselt. Es gab sehr schwere Zeiten. Wir haben Palliativunterstützung gehabt, was ich jedem raten kann, die den Begleitern sehr, sehr viel helfen. Also, ne, sehr, sehr viel helfen. Da haben wir in Deutschland wirklich das Glück, das wirklich auch nutzen zu können. Und ich hatte 'n Wort für meine Freunde, die auch in dieser Zeit immer für mich da waren, ganz wichtig, schlimm schön. Es war schlimm, es war wirklich schlimm. Es gab ganz schlimme Situationen, aber es war so schön, weil es war so nah und nicht, weil ich wusste, er geht bald, sondern nein, weil wir diese Zeit jetzt und hier einfach zusammen hatten. Wir haben gekuschelt, wir haben erzählt. Er ist wie ein Baby auch in meinem Arm eingeschlafen oder ich bin einfach eingeschlafen in seinem Arm. Wir lagen zusammen oft im Bett. Ähm, Schlimm schön. Und dieses schlimm schön habe ich danach auch in anderen Situationen mitbekommen, weil ich wusste, ich lasse jemanden gehen. Ich spreche auch Wünsche aus. Mein Name bedeutet auf Türkisch ja Wunsch. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich seinen letzten Atemzug
begleiten darf. Und das durfte ich. Er hat ihn in meinen Armen getan und das ist mein allergrößter Wunsch gewesen. Ich wusste danach, übrigens, das ist übrigens eines meiner Tattoos für meinen Papa. Sieht man das? Ach, kann ich gar nicht machen. Das haben wir als Henna, bevor er beerdigt wurde, ist aus dem Koran drauf gezeichnet. Und das habe ich mir als Tattoo gemacht, weil viele fragen, was sind deine Tattoos? Ich wusste danach, ähm, gibt es natürlich ganz viele Menschen, wo ich das auch erleben kann. Wusste ich aber irgendwie, ähm, nee, wusste ich nicht, Entschuldigung. Ich muss zurückspulen. Als mein Vater die Augen zugemacht hat, ist mein Hund, der Vizsla, den ich als Baby hatte, damals war der, glaube ich, 10, hat plötzlich einen Tumor bekommen. Der war quietschfidel. Er war der Nächste, den ich pflegen musste, mein Ein und Alles. Und, ich glaube, mein Vater hat mir da was auf dem Weg mitgegeben, um mich weiter zu kümmern, weil ich bin eine Kümmerin. Ich muss mich kümmern. Deswegen bin ich auch Hundemama. Und da ging die Geschichte mit meinem Hund los. Und er musste operiert werden. Sie haben ihm nicht lange Zeit gegeben. Wir haben gesagt 3 Monate. Wir haben es aber noch 1,5, 2 Jahre gemacht und sind zusammen sogar nach Ibiza ausgewandert. Und es war mein nächster Wunsch, auch in meinem Arm eingeschlafen. War auch schlimm schön. Ich besuche ihn hier immer schön mit Entschuldigung, Blick aufs Meer. Und diese Geschichten hängen sehr, sehr nah zusammen. Schlimm, schön kann ich heute noch sagen. Und ich kann sagen, Menschen, die Hilfe brauchen, die gibt es. Menschen, die sagen, ich kann es nicht, muss man auch akzeptieren als Familie. Vor dem Tod, vor dem Sterben braucht man keine Angst haben, wie du, Chantal, gesagt hast. Es öffnet sich etwas Wundervolles, was man es nicht beschreiben kann, wenn man es vielleicht nicht erlebt hat. Aber am besten keine Angst haben, wie vor vielen Dingen. Angst blockiert und das merken Sterbende. Und was wir am Ende alle brauchen, ist die Liebe. Genauso wie wir auf die Welt kommen, das Baby so viel Liebe braucht, ist genauso für die Sterbenden. Das kann ich wirklich mitgeben. Ob es ein Hund ist, eine Katze, ein Tier oder ob es der nächste Mensch ist oder ein Mensch, den man vielleicht so auch gar nicht kennt. Das hatte ich auch schon. Ich denke, da sind wir uns anscheinend alle ähnlich. Bei mir war es genau das Gleiche. Also bei meinem Hund. Ich habe immer gesagt, ich möchte, dass mein Hund in meinen Armen stirbt. Und da passt das Wort schlimm schön fantastisch rein, weil wie dann der Wunsch sich erfüllt hat, war ich glücklich und dankbar, dass ich ihm diese Liebe in dem Moment geben durfte, aber natürlich auch furchtbar traurig. Hm. Und ich denke, was du vorhin gesagt hast, Asu, dass es so ein Tabuthema ist da draußen, auch wenn Menschen zum Beispiel krank werden oder Krebs bekommen oder irgendeine schlimme Krankheit oder so, dass dann sich manche Menschen vielleicht so zurückziehen, weil sie nicht wissen, wie sie mit denen umgehen können. Und das ist wieder ein gemeinsames Thema, das uns hier verbindet. Ich saß schon mit 25 in Nürnberg im Hospiz im Grundkurs als Sterbebegleiter. Ich hatte damals blaue und grüne Haare und habe mir gedacht, ah cool, Sterbebegleiter, da mache ich mal mit, ja, den schaue ich mir mal an, ja. Und ich habe noch eine Frage an euch beide. Geht es euch da auch manchmal so, dass ihr manchmal auch vorher schon trauert? Also das ist bei mir so, mich überkommt es manchmal einfach. Das war bei meiner Oma damals und jetzt auch meine Eltern leben ja beide noch, aber manchmal überkommt es mich einfach, diese Trauer, die vorher schon da ist. Das ist, glaube ich, wie so ein Verarbeiten im Voraus, mich mit dem Thema annähern, das wahrnehmen, dass es passieren kann, dass wir alle endlich sind. Also ich kann sagen, ja. Und das als erste Person betrifft es mich selbst, die ich mir Gedanken mache. Und es gibt so Tage, das kommt so, wo ich mich frage, wenn du heute oder morgen sterben würdest, Mhm. ist es okay? Und jedes Mal bei dieser Frage war alles okay, weil sich ganz viele Kreise bei mir im Leben schließen. Und, und es ist okay. Wenn ich jetzt gehen würde, ist es sehr, sehr okay.
Ich fühle mich Mhm. gut. Und manchmal, und diese Frage kam sehr oft in verschiedenen Situationen meines Lebens, konnte ich immer okay sagen. Und das wünsche ich sehr vielen. Hm, Ja. Ja, mir geht es da ähnlich, weil ich glaube, das kommt darauf an, wie man auch lebt. Also es gibt ja Menschen, die gar nicht angefangen haben zu leben und deshalb haben sie so viel Angst zu sterben. Also ich glaube, wir alle drei haben das Leben in vollen Zügen genossen und haben einfach so viel also nicht so viel reingepackt wie möglich, aber wir leben so ein totales Leben. Ja, also ich meine, wenn man nach Ibiza und nach Mallorca auswandert, dann hat man ja auch irgendwie, man ist nicht in so einem ganz normalen Leben. Und ich habe das auch irgendwie auf meine Weise getan. Und das, was du auch gesagt hast, dieses vorher schon trauern. Ich habe ja noch eine Geschichte packe ich noch aus. Ich hatte eine Totgeburt. Und zwar einen Monat vor Entbindungstermin. Und ich habe das auch mitentschieden tatsächlich, weil dieses Kind ist einfach nicht weitergewachsen. Also es war ein Junge und der hatte dann bei der Geburt 500 Gramm und die Ärzte wollten irgendwie, und die wollten einfach so ein Experiment machen, ob er dann doch lebensfähig ist. Und ich bin an dem Tag, wo ich es entscheiden musste, in mich gegangen. Ich habe mit keiner Menschenseele gesprochen und ich habe einfach auf einen Impuls gewartet, dass diese Seele auf die Welt wollte. Und das Mhm. wollte sie nicht. Sie wollte diese Erfahrung machen. Und es war für mich, bis heute weiß ich, dass es genau die richtige Entscheidung. Es war wunderschön, dieses Gefühl, schwanger zu sein, dieses Wunder, dass ja, dass da was in uns wachsen kann, was ein neuer Mensch wird. Und gleichzeitig war das irgendwie so, dass ich auch davon loslassen konnte. Wenn Gott Ja. will, dann, ich meine, dann hätte er kommen dürfen und ich habe ihn Jonathan genannt und das heißt Geschenk Gottes. Das habe ich später erst erfahren. Und Leben ist ein Geschenk von Gott. Ja. Ja. Ich denke, diese Momente, ähm, da sind wir alle ein bisschen auf uns allein gestellt. Und ich habe jetzt dort das Gefühl, unser Bildschirm ist eingefroren. Nö. Also beweg dich mal. Seht ihr mich? Ja. Es hat eben irgendwie einer Sind wir geklingelt. Es eingefroren? hat ein Telefon, es gab einen Telefonanruf. Ich weiß nicht, ob das aufzeichnet. Wir haben Aus dem übrigens Jenseits. die Pause. Wir haben noch 5 Minuten, dann sind unsere 40 Minuten voll. Noch 5 Okay. Minuten. Also es ging Okay. relativ schnell, ne, wenn man so tief Ja. einsteigt. Ja. Vielleicht, dass Ja. wir die letzten Minuten noch mal Revue passieren lassen, vielleicht eine Message an alle schicken, dass jeder von sich noch mal eine Message oder wie auch immer einen Abschluss noch mal in die Welt rausschickt. Ich würde sagen, beschäftigt euch mal mit eurem eigenen Tod. Wie Ja, hättest du es das hast denn du schön gern? gesagt. Ja, 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 ja. wirklich dieses, okay, also ich habe mir da ganz oft schon Gedanken darüber gemacht, Oh, ich auch. was passiert, wenn ich nicht mehr bin. Ich schon Ja, als Kind, ich habe mit meiner ich Oma auch. darüber gesprochen, ja. Also es war für mich immer im Bewusstsein. Und dann gab es manchmal so Momente, wo ich dachte, ich bin unsterblich. Ja, aber Habt ihr auch schon mal überlegt, welche Musik gespielt werden sollte und solche Sachen? Weil das war, vielleicht kommt so die Managerin bei mir raus. Ich habe ja schon eine Liste damals, aber die muss ich eigentlich wieder renovieren, weil jetzt will ich ja auf Ibiza wirklich begraben werden. Das habe mhm, ich auch mit meiner Mutter, kann ich Gott sei Dank offen sprechen, weil das ja bei uns Thema auch als Türken, die in Deutschland, ich bin zwar da geboren, aber mein Vater hat zum Beispiel entschieden, in Deutschland begraben zu werden. Ähm, Meine Mutter will nach Istanbul und dann hatte ich jetzt vor, glaube ich, einem Jahr gesagt: „Mama, ich will in Ibiza bleiben." Das, ne, am besten jetzt drüber sprechen, mhm. wenn man Genau. noch lebt und meine Musikwünsche schicke ich euch dann. Okay. Ja. Also ich hab auch eine Playlist für die Beerdigung, aber die Ja, muss ich auch dauernd updaten. Ich sage immer, nehmt am besten mal einen YouTube-Verlauf oder so. stimmt.
Genau. Ja, aber ich würde auch gerne den Menschen da draußen einfach, ja, die am liebsten wirklich die Angst davor nehmen, sich dem Thema zu nähern. Ich habe noch einen ganz süßen Spruch von einem der berühmtesten, vielleicht weltweit oder europäischen Jenseitsmedien, ist ein Jenseitsmedium, Paul Meek. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon was gehört habt. Der ist, ich glaube, ein 70-jähriger Engländer, der ein bisschen Deutsch spricht. Und der sagt das immer so ganz süß so, also die Verstorbenen haben kein Problem. Die Einzigen, die Probleme haben, das sind die Menschen, die noch leben. Also das sagt er immer so süß. Und das durfte ich auch in meinen Jenseitskontakten wahrnehmen, dass da meistens entweder eine Erlösung schon da war oder der Mensch noch in einer intensiven Aufarbeitung war. Das war dann wie so eine Traumwelt, in der da, oder so eine Zwischenwelt. Aber es war, ich hatte nie eine Schreckensvision. Ja, schöne Message. Also keine Angst haben. Das Thema Tod, Trauer, Sterben ist schlimm, schön. Es betrifft uns, wie Shanta gesagt hat, alle. Es gehört zum Leben dazu. Und natürlich wünscht man sich auch einen schönen Tod. Das kann man sich auch wünschen. Mhm. Ja. Im Kreise, und das ist mein Wunsch, im Kreise meiner Freunde, meiner Familie, nicht alleine zu sein, genauso wie jetzt im Leben nicht alleine zu sein. Das ist mein Wunsch. Und ich möchte gerne 100 werden. Wisst ihr das? Ich Also 120 das, übrigens. also das dauert. Und ich wünsche mir, dass meine Freunde dabei sind. Ja, da muss ich ja auch so alt werden. Bleibt mir nichts Ja. anderes übrig. Und unser Podcast senden wir dann immer noch. Da ist die Technik ja Ja. viel weiter, ist immer wahrscheinlich als Hologramm bei den Leuten. Ja, es war so Ja. schön mit euch und ich finde Wirklich. es toll, auch über jedes Thema mit euch sprechen zu können, aber das verbindet uns. Und Hm. wie auch unser erstes Thema Veränderung, Change. Es gibt so vieles, worüber wir bei einem Thema sprechen können. Sprecht uns an, wenn euch das interessiert und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ja. Ich freue mich drauf. Und ich mich erst. Und Mua. ich erst. Ciao. Passt auf euch auf. Dankeschön. Ganz viel Liebe aus Ibiza. Tschüss. Tschüss. Magic, free connection.